Hi, ich bin Anna. Heute geht es darum, wie malt man einen realistisch wirkenden Baum in Aquarell. Was sind die Do's and die Don'ts? Was sollte man vermeiden und wie kann man es besser machen? Ich werde jetzt erstmal einen Baum malen, wie man es erstmal nicht machen sollte. Der erste Fehler, den man macht, wenn man Bäume malt, ist eine symmetrische Ausrichtung des Baumes. Vielleicht ist man auch schon dahingehend übergegangen, sich ein paar Schatten zu malen, aber letztendlich die Form des Baumes zu symmetrisch. Nur die wenigsten Bäume sind gleichmäßig. Der nächste Fehler, den man macht, ist ein zu flacher Stamm. Der Stamm ohne jegliche Farbe. Und gleich in dem Zug mit ist der nächste Fehler, dass der Stamm komplett gleichmäßig ist. Also von oben bis unten gleich dick. Und wenn man Äste noch hineinmalt, diese dann auch überall gleich dick zu machen. Also auch oben dicke Äste und das nicht zu beachten. Was wir jetzt hier schon gemacht haben, ist ein bisschen Schatten hineinzubringen. Das ist aber auch gern ein Fehler, dass die gesamte Fläche zu homogen wirkt. Das ist auch hier schon zu homogen. Und ein weiterer Fehler ist, dass man die falschen Proportionen macht. Ein viel zu dünner Stamm für eine viel zu große Krone. So, jetzt habe ich gezeigt, wie man es nicht machen sollte. Jetzt zeige ich, wie man es besser macht. Dafür mische ich mir erstmal eine wässrige Lösung an Grün und fange an, in kleinen Abschnitten zu arbeiten und auch die Kanten ein bisschen ausgefräst zu lassen. Das Papier, auf dem ich hier arbeite, ist Zellulose-Aquarellpapier. Normalerweise arbeite ich ausschließlich auf 100% Baumwollpapier, aber hier für die Demonstration reicht das auch völlig aus. Also ich arbeite in kleinen Sektionen, lasse auch mal zwischendrin was frei, schaue, dass das etwas unsymmetrisch wird. Damit fängt man erstmal an. Auch den Stamm werde ich schon malen und in meinem Fall wird er ein bisschen gebogen sein. Es soll schon ein etwas älterer Baum darstellen. Nach unten hin wird es etwas breiter. Auch bei den Ästen wird es nach unten hin breiter. Vielleicht steht auch mal ein kleiner Ast heraus. Wir werden uns jetzt mit etwas Blau eine Schattenfarbe mischen und wenn wir berücksichtigen, dass die Sonne oder das Licht von oben links einfällt, werden wir unten rechts Schatten einmalen. Die tupfe ich auch erstmal nur. Wir können auch etwas Gelb hinzunehmen und an die Stellen, wo das Licht einfällt, mit Gelb ein paar Akzente setzen. Mehrere Farben verwenden, nicht alles einheitlich grün.
gern mal zwischen gelblichem Grün und bläulichen Tönen Grün variieren. Mach mal hier noch ein bisschen hin. Es muss nicht jedes Blatt einzeln gemalt werden. Tupfend kann man da sehr gut arbeiten. Während die Blätter oben jetzt erstmal etwas trocknen, werde ich hier unten am Stamm weiterarbeiten. Ich hole mir noch ein dunkleres Braun und dunkle die rechte Seite des Stammes etwas ab und die unteren Seite der Äste, weil wir hatten ja gesagt, das Licht, das fällt von oben rechts ein. Es kann auch mal so ein bisschen hineinlaufen, das ist auch nicht schlimm. Ein weiterer Fehler, der hier gemacht ist, den Baum einfach so zu malen, ohne dass jegliche Wurzeln sichtbar sind oder dass der Baum halb in der Luft schwebt. Dafür können wir einfach hier den Stamm etwas erweitern mit demselben Ton und gehen dann einfach mit einem grünlichen Ton dann nochmal hinein. Man kann auch ein rötliches Braun benutzen, einfach um hier Gras und Boden anzudeuten. Ein weiterer Fehler, der gemacht wird, wenn man schon einen Boden gemalt hat, dass man hier keinen Schatten malt. Natürlich ist er auch unter dem Baum etwas dunkler und Schatten, und zwar aus derselben Richtung. Das heißt, wir müssen hier in der Richtung etwas Schatten malen. Dafür nehme ich ein Blau und deute hier etwas mehr Schatten an. Mit dem Blau kann man auch noch mal in den Stamm hineingehen. Noch mehr Äste andeuten. Wir lassen es jetzt erstmal trocknen, damit ich eine weitere Schicht auftragen kann. So, die erste Schicht ist getrocknet. Es haben sich schon ganz nette Muster erstellt. Ich werde jetzt weiter die Schatten vertiefen, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Kontrast und Lebendigkeit geben. Ich habe jetzt hier ein Phthalo-Blau, das mische ich in die Reste des Brauns, so dass es eine Schattenfarbe wird. Für Schatten kann man ruhig mehrere Farben zusammenmischen. Das sollte kein einheitliches Schwarz werden, dann wirkt es nicht mehr natürlich. Etwas Indigo mit dem Grün gemischt und ich fange an, noch mehr Schatten einzuzeichnen und auch immer mal wieder zwischendrin ein bisschen freilassen. Das Aquarellpapier ist nicht ganz so komfortabel wie 100% Baumwollpapier.
Das besteht jetzt hier aus Zellulose. Das ist die Rückseite vom Hahnemühle Britannia. Mit Aquarellpapier, was mehr Struktur hat. Also zum Beispiel die Vorderseite hätte jetzt mehr Struktur. Kann man auch sehr schöne Effekte machen, aber mir geht es jetzt ja erstmal insgesamt um den Baum und um die grundlegenden Fehler, die man machen kann bei einem Baum. Das Beispiel, was ich links gemalt habe, das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber das soll einfach mal verdeutlichen, was es alles für Fehler gibt. Jetzt werde ich noch etwas im Grünen, in den helleren Bereichen malen, indem ich einfach mir ein helles Grün mische und da einfach noch ein paar hellere Akzente setze. Man kann auch gucken, dass man so mittendrin so ein bisschen das auch miteinander connected, dass es nicht ganz solche Bauminsel-Elemente sind. Mal ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu viel Wasser nimmt. Gerade bei Papieren, die sich schneller anlösen lassen. Da kann man auch mal den Pinsel wechseln. Ich habe jetzt hier einen Wassertankpinsel und ziehe einfach aus der feuchten Farbe ein paar Grashalme hoch und kann hier auch ein paar anfügen. Das ist ein Baum, wie er aussehen könnte. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen da und schreibt mal in die Kommentare, bei was ihr am meisten Probleme habt mit Aquarell.